Tief verborgen in einem vergessenen Waldstück steht das verlassene Mausoleum der Familie von Behr. Ein Ort voller Geschichte und voller Schatten. Dennis und Rosi begaben sich dorthin, um das Unsichtbare zu suchen. Doch das Unsichtbare fand sie zuerst. Schon der Weg dorthin war geprägt von Adrenalin, denn in diesen Wäldern, so sagt man, streifen Wölfe durch die Dunkelheit. Und genau dort, zwischen uralten Bäumen, begann ihre Untersuchung. Plötzlich ein Krachen. Etwas fiel aus dem Nichts, nur 20 Zentimeter an Rosi vorbei, zerschmetterte auf dem Boden. Noch während sie realisierten, was passiert war, meldeten sich ihre Geräte. Fallen, Unfall, Worte wie Warnungen, als hätte eine Seele sie beschützen wollen. Und dann dieser Vogel, 25 Minuten lang, ununterbrochenes, schrilles Alarmverhalten, als wäre etwas Fremdes an seinem Nest, vielleicht ein Raubtier, vielleicht etwas anderes. Als Dennis um Ruhe bat, verstummte der Vogel abrupt. Sekunden später kam aus der Ameline das Wort Kehlkopfschnitt. Ein makabres Bild oder ein Versuch, ihnen begreiflich zu machen, dass die Stille kein Zufall war. Dann meldete sich die Alice, Behr, in Klammern Tier. Ein Zufall? Wohl kaum, denn draußen wacht eine steinerne Engelsfigur über das Mausoleum, in ihren Armen ein Wappen mit einem Bären, das Zeichen der Familie von Behr. Offiziell wurde hier nie jemand bestattet. Das Mausoleum wurde 1902 bis 1903 erbaut, als Ruhestätte der Familie vorgesehen, doch es blieb leer. Aber heißt das, hier ruht nichts? Oder wacht hier jemand über das, was sein sollte? Vielleicht ist es nicht der Tod, der diesen Ort erfüllt, sondern Erinnerung oder Präsenz. Im Internet kursieren viele Videos und Gerüchte. Manche sagen, der Ort sei verflucht. Doch vor Ort hatten sie einen anderen Eindruck, als wären sie willkommen. Rosi hatte sogar das Gefühl, dass eine Frau anwesend war, eine ruhige weibliche Energie, schützend und wachsam. Wie passend zog ich doch für die beiden zuvor die Rune Algis, eine reine Schutzrune, die einem die positive Unterstützung von oben gewährt. Ob dieser Ort nun wirklich verflucht ist oder nur falsch verstanden wurde, das finden Dennis und Rosi in diesem Video heraus. Was denkst du? Schreib es uns in die Kommentare und wenn es dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über deinen Daumen nach oben. Für dich ein kleiner Klick, für uns eine große Wirkung. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Video. Rosi ist nur ganz durchgeschwitzt. Wir haben jetzt keine Aufnahme gemacht von dem, wo wir hergekommen sind, weil es ist noch ein bisschen hell gewesen. Wir wurden nämlich gewarnt, Wolfsgebiet. Hier ist ein Wolfsgebiet. Ihr habt auch eben schon, glaube ich, in dem Video gesehen, wir haben jetzt ein paar Aufnahmen gehabt, wo ganz viele Rehe sind. So, wo viele Rehe sind, heißt es auch viel Futter. Wir wollen jetzt hier auch nicht um 3, 4 Uhr nachts den Ort verlassen, weil das wird auch zu gefährlich. Wir haben jetzt, was wir aufgebaut haben, Ameline. Also bei mir ist die Alice, bei Rosi die Ameline. Die Testcam, die Kamera steht ein bisschen weiter weg, weil wir möchten auch komplett hier das alles drauf haben. Wenn wir jetzt in Nahaufnahme drauf sind, dann weiß ich nicht, so haben wir wenigstens, was wir abwinkeln können. Vielleicht kann ja mal einer sagen, was diese beiden Räume hier waren. Ja. Wie gesagt, Alice, Ameline, Testcam, Bewegungsmelder, der steht hier. Ich habe da jetzt noch die Spiritbox aufgebaut. Dann das neue Gerät. Ich hoffe, da kommen wir alles zu. Aber ich denke, das sollten wir schaffen. Draußen habe ich noch 2 Wildkameras aufgebaut.
Und ich würde sagen, machen wir mal die Geräte. Achso, Wasser bei Rosi, müssen stehen bei mir. K2 Meter, eins hier und eins bei Rosi hin. So, ich schalte jetzt an, kannst du. Ja. Hast du denn das schon synchron? Habe ich schon gemacht, ja. Ich habe sogar noch Aufnahmen von dir, die darf ich nicht zeigen. Wo war denn das jetzt hier? Es ist dunkel, ich sehe nichts. Hier. Was war das denn? Ach so, von deinem Handy. Jetzt ist er. Ja. So, ich muss mich leider hier. Ich habe extra keinen Stuhl mitgenommen, weil das ist zu viel zum Schlecken, die 3 Kilo. Sollte die irgendwas anzeigen oder dauert das so lange? Nein, das dauert einfach. Okay. Ja. Schwarz. Wir kommen hier heute mit unserem höchsten Respekt. Wir forschen und geben euch heute die Gelegenheit oder möchten euch heute für die Zeit, die wir hier sind, eine Stimme geben. Wir hoffen, dass ihr uns auch respektiert und dass ihr uns auch willkommen heißt. Dreckig. Ja, das ist nass hier auf dem Boden. Oder er meint, das ist dreckig hier drin. Wenn du oder ihr oder sie nicht möchtet, dass wir hier heute Abend wenn ihr wollt, dass wir gehen, gebt uns bitte einen Hinweis. Sie sind willkommen. Dankeschön. Danke. Sie sind willkommen. Dankeschön. Danke sehr. Gibt es irgendwas? Wir haben euch auch ein Geschenk mitgebracht. Wir haben für euch Blumen mitgebracht. Möchtest du jetzt schon? Ja. Ja? Ich würde sagen, wir legen die da ab, wo die anderen Rosen sind. Oder? Ja, so ein Stück weiter hinten. Oder machen wir für euch. Also, die sind für euch. Dann haben wir euch Wasser und Nüsse hingestellt. Wir haben ein paar Fragen, wir forschen. Wir möchten niemanden beleidigen oder wir möchten uns auch nicht über euch lustig machen. Wir haben Fragen, vielleicht habt ihr Fragen, vielleicht habt ihr auch irgendwas, was ihr loswerden möchtet. Ich hätte jetzt eine Frage und zwar, ist der Erbauer dieses Mausoleums, ist der hier? Frei. Okay. Du kannst auch, wie gesagt, über diese beiden Geräte hier, wo du jetzt auch drüber kommunizierst, nimm dir Zeit, versuch die passenden Wörter rauszugeben und dann hast du da ein Gerät, ein Mikrofon, da kannst du reinsprechen. Ja, dann verstehen wir das später. Später haben wir auch noch andere Geräte, da versuchen wir das mit. Versteckt. Mit den anderen Geräten, vielleicht kannst du da besser kommunizieren. Ich habe gelesen, dein Nachname war, oder euer Name war Familie Bär. Wart ihr hier früher oder war jemand von euch hier? Brandwunde. Rosi, du musst ein bisschen lauter nachsprechen wegen Brandwunde. Schwören. Wir schwören, dass wir hier mit höchstem Respekt sind. Ist das traurig? Das ist doch traurig, dass ihr hier eure letzte Ruhestätte doch nicht
Funken. Das war ja eure letzte Ruhestätte und ihr wurdet ja anscheinend umgebettet oder wurdet ihr hier gar nicht begraben? 2, 2. 2. Warte mal, was war mit der 2? 1902 war das. Oder wurden hier 2 Eher 2. begraben? Dass Okay. die kurz hier waren. Tor, Tor. Tor. Klaustrophobie. Okay. Meinst du das? Was meinst du genau mit der Klaustrophobie? Was war das? War das Magen? Nee. Ja? Nee. Ich habe aber auch nichts gehört. Ich habe aber was gehört. Exekutive, Exekutive. Oh, Entschuldigung, wir haben was vergessen. Bitte um Entschuldigung, mein Name ist Dennis. Richtig. Mein Name ist Rosi. Teilt euch nicht auf. Nuss, Nuss. Ich habe dir hier Nüsse. Stimmt. Jagd, Nuss und Jagd. Okay, das mit der Jagd. Wir haben Wir haben heute. heute hier Jäger gesehen. Wir hoffen nicht, dass die heute Nacht irgendwie sind. Weil ich hatte auch schon wieder Hinweise gehabt im Auto. Stand im Display oben bei mir, im Cockpit-Display. Tu es nicht. Keine Ahnung, Ja, was das zu bedeuten hatte. trennen. Scheiße, Was? Scheiße. Vigil, Vigil. Das sagt mir jetzt nichts. Weg. Was meinst du denn mit Scheiße? Gemeinsam. Teilt euch nicht auf. Gemeinsam. Ja, Scheiße und Vigil. Nuss, Jagd, Scheiße, Vigil. Sollten wir heute auf dem Rückweg sehr vorsichtig sein? Rosi, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wenn wir Ja, zurückgehen. ja, ja. Wenn das 2 Wölfe sind, vielleicht, hoffentlich sind da keine Wildschweine oder irgendwas auch noch. Einrichtung, Einrichtung. Psst. Was ist das denn? Missverstehen. Okay, vielleicht sollen wir uns da keine Sorgen machen. Waschbecken, Einrichtung Waschbecken. Ich habe ja gefragt, was waren diese Räume? Er zeigt auf hier hin. Vielleicht waren das Waschbecken.
Vielleicht stand da auch Weihwasser drin. Einrichtung, Waschbecken. Sauber. Passt doch wieder. Einrichtung, Waschbecken, sauber. Also haben die hier vielleicht sauber gemacht, irgendwas? Oder? Du hast danach gefragt. Okay. Vielleicht musste man sich reinigen, bevor man ganz eintritt. Das macht Sinn. Aber wird das nicht normalerweise verschlossen? Wir werden danach recherchieren, wir werden dann gucken. Danke für den Hinweis. In deutschen Mausoleen um das Jahr 1900 waren Waschbecken oder Waschräume in der Regel nicht vorgesehen. Solche Gebäude dienten in erster Linie als repräsentative Grabstätten oder Gedenkräume für wohlhabende Familien oder den Adel und waren meist nicht für längeren Aufenthalt oder praktische Tätigkeiten wie Waschen gedacht. Was man dort stattdessen häufig fand, zum Beispiel Sarkophagnischen oder Gruften für die Särge, kleine Altäre oder Gebetsstätten, symbolische Ausstattung wie Kreuze, Inschriften oder Vitrinen mit Bildern und Reliquien, sowie manchmal einfache Bänke oder Sitzmöglichkeiten für Trauernde. Auch Belüftungsöffnungen oder kleine Fenster waren nicht ungewöhnlich, ebenso wie gelegentliche Zugänge zu einem Keller oder einer Krypta. In Ausnahmefällen, zum Beispiel bei besonders großen oder aufwendig gestalteten Mausoleen wie Adels- oder Herrschergräbern, konnte es zusätzliche Nebenräume geben. Diese dienten zum Beispiel als Vorbereitungsräume für Zeremonien oder Priester oder auch als Lagerräume für Kerzen, Geräte oder Tücher. Rein theoretisch könnten solche Räume auch ein einfaches Waschbecken enthalten haben, aber das war eine absolute Ausnahme und keinesfalls üblich. Wenn du also zum Beispiel geflieste Nischen oder kleine, mit Fliesen ausgekleidete Räume in einem Mausoleum entdeckt hast, könnten diese eher für rituelle Zwecke gedacht gewesen sein, als Stellfläche für Urnen oder Särge gedient haben oder schlicht der architektonischen Gestaltung und Symmetrie gefolgt sein. Das ist interessant. Definitiv. Das war bestimmt mal richtig schön hier. Etwas. Etwas. Moment, der zeigt da etwas. Der Vogel war gerade so aufgebracht. Vielleicht kommt etwas. Und weiter hinten waren auch größere Vögel. Es tut mir leid. Es ist nass. Es ist nass. Was war denn das hier? Wir haben euch ja die Blumen mitgebracht. Was für eine Farbe haben denn das hier? Wir haben euch Blumen mitgebracht. Das hier. Wir haben euch Blumen mitgebracht. Die Blumen. Ich gehe in Berufung. Leidenschaft. Blumen. Leidenschaft. Okay. Also war das in Ordnung, dass wir Blumen mitgebracht haben? Was ist Das das? ist eine Eule oder ein Eule? Fuchs. Ja. Das wird nachher noch besser.
werde dich mal ein bisschen wegstellen. Projekt, Schieben. Projekt und Schieben. Er zeigt auf die Geräte. Ja, das ist ein Projekt. Ihr könnt versuchen, darüber zu kommunizieren. Wenn ihr Energie braucht oder eine Kerze, wenn ihr das wollt, dass wir die anzünden, müsst ihr uns bitte einen Hinweis geben. Hast du nicht gerade die Alice verschoben? Ja, die Alice. Ja. Weisheit. Okay. Lebt da? Da lebt keiner mehr von, ne? Von denen? Nicht, dass ich wüsste. Könnt ihr uns denn mal ein Jahr nennen, wann das hier eröffnet wurde? Oder fertiggestellt wurde? Der Daniel. Ich wollte gerade mal fragen, ob Sie uns einen Namen nennen können aus der Familie Bär. Warum sind die so aufgeregt? Das ist meist die brüten doch. Ja. Und dann ist irgendwas mit den Jungen, wenn sich irgendwas annähert ans Nest, dann. Ich habe das bei mir im Garten auch mal gehabt, wenn die Katze da lief. Okay. Der ist da, ich will mal immer rausgucken. Denn das ist kein normales Zwitschern. Handlung, Bitte? Gegenwart, Gegenwart. Meine Stimme. Wir hören dich über die Geräte. Beste, Beste? Äste? Der Vogel ist in den Ästen. Nee, ich glaube Beste. Oder? Äste. Beste. Äste? Beste. Äste. Diese Geräte geben dir eine Stimme. Darüber kannst du sprechen. Nervt euch das, dass hier viele. Bravo. Nervt euch das, dass hier viele Leute kommen? Berechnung, Was war das? Berechnung, Was war das?
Hallo? Mir ist was auf mich draufgefallen. Aus dich rausgefallen. Auf mich draufgefallen. Fallen. Da kam Fallen. Das gibt's ja nicht. Was ist denn auf dich Ich weiß es nicht. Es kam was, hast du doch gehört, es kam was von oben runter und knapp an mir vorbei. Aber das ist doch. Hier liegt doch nichts. Nee. Hier liegt doch kein großer Stein, nichts. Aber du hast doch Ja, gehört. natürlich. Es kam Fallen. Und fallen. Hier liegt. Hier. Geh mal beiseite. Hier können Sie sehen, da liegt auch nichts hinter. Da ist nichts. Hier steht die Thermoskanne und eine M-Milch. Und das kann 2 Meter, aber das liegt gerade, das ist ja nicht. Nee, das ist nicht umgefallen. Unfall. Unfall. Wolltest du das nicht? Das ist aber für uns gefährlich, wenn wir uns hier was. Dann setzen wir uns lieber innen rein, nicht, dass hier oben was runterkommt. Die hat uns aber Muss ich aber. hingewiesen. Moment, das ist aber. Hallo? Wer war das denn? Wenn es ein Unfall war von euch, wenn ihr das nicht wolltet, akzeptieren wir das. Alles gut. Verbindung. Verbindung oder Verbindung? Verbindung. Verbindung. Das hatte irgendwie Verbindung. Weil diese Brocken, ne? Und da, gut, da oben ist nichts. Hey, Rosi. Ich setze mich gleich da innen rein. Gehen wir beide hier in die Tür rein. Das war Ost. Ist was verrostet? Ost. Fällt was ab? Was sagt sie? Adlig. Das waren Adlige. Vorhin. Keller. Familie Bär. Von Bär. Ja. Entschuldigung. Natürlich. Von Bär war der Familienname. Abend. Ja, es wird langsam dunkel. Wrack. Gebäude. Nicht anfassen! Nicht anfassen! Ich wollte es Wenn du die rumdrehen. einmal abstellst, die Alice, die Ameline, dann fängt die nämlich an, danach haut die nur noch Blödsinn raus. Okay. Weil die so ein Gyroskop drin hat. Okay. Wenn die einmal abgestellt ist, muss die einfach da stehen bleiben. Okay. Habe ich nämlich, dann fängt die an zu mobilisieren und dann kommt nur noch Blödsinn. Aber das kannst du ja lesen, ne? Oder hören. Ja, hören. Das hat sich aber angehört, als wenn Plastik oder irgendwas, ne? Wie Plastik. Nee, ich habe gedacht, es war ein Stein. Oder das ist auf irgendwas auf dem Koffer, gegen den Koffer geflogen. Ja, es kam. Aber es, ja, da liegt ja gar nichts. Nein, das ist es doch. Das hörte sich aber größer an. Eben. Und es runterkommt. Heiß. Weiß. Das wird aber auch hier drauf zu hören sein. Ich hoffe, wir haben nicht gerade in dem Moment da wieder. Cool. Und jetzt? Meine Erinnerungen. Naja, ich sitze jetzt ein Stück weiter drin. Entschuldigung, Herr oder Frau Bär Von Bär. von Bär. Gibt es irgendwas, was Sie uns mitteilen möchten? Daniel.
Dahlien. Leider haben wir keine weißen Dahlien gekriegt. Wir haben weiße Rosen. Sind die auch okay? Das war ich. Also, immer wenn ich irgendwo bin, der Kampf ist immer schon so schwer wegen der Location. Ne? Dann hast du entweder laute Musik im Hintergrund, sitzt irgendwo mitten im Wald, oder jetzt hast du so einen Vogel, der da so Gas gibt. Ja, das. Aber aus welchem Könnt ihr dem Vogel vielleicht mal sagen, er so möchte ruhig sein? Schicksal. Ja, Ja, danke. das war das Gerät. Was? Das war das Gerät. Fotoapparat. In Ordnung. Wenn der Vogel gleich leise ist, ne, dann in Ordnung. Bereits. Bereits. Mein Name ist Volker. Hallo Volker. Hallo. Beschwerde. Von wem und warum? Das kann doch nicht sein. Was war das? Dein? Mathematik. Ich habe vergessen. Ich habe da ein Foto gemacht. Mhm. Und das sieht aus wie ein Mann von der Seite, der Ja. so macht. Genau. Blende ich mal eben ein.
Carmen, hallo, Carmen? Hallo Carmen. Herbst. Was? Kehlkopfschnitt. Was ist jetzt? Hey. Kehlkopfschnitt. Und der Vogel das, ist tot. So war das nicht gemeint. Mit zur Ruhe bringen. Schick. Schick. Luzifer. Nein, da kam Monika. Oder? Ach nee, Monika. Kehlkopfschnitt. Und der Vogel ist mit einmal still. Habt ihr das gemacht mit dem Vogel? Rosi, das erinnert mich an was. Mit der Hornisse im Wald, die auch gestört hat. Die hat ja die ganze Kommunikation gestört. Ja. Und mit einmal wird die gegen die Wand geschleudert. Und dann hörst du dieses. Das werde ich nicht vergessen. Das Video ist ja auch auf YouTube. Wir starren euch an. Okay. Wo steht ihr denn? Nochmal. Nochmal? Wir starren euch an. Und nochmal. Oberschenkel. Findet mein Armband. Hast du es hier verloren? Peinlich. Pass mal auf, wo ist die? Ich muss mir eben mein Handy holen. Ich habe eine Frage. Kleid. Wir hätten jetzt gerne das Telefon, ne? Hm. Das wird jetzt perfekt passen. Plötzlich. 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 Leider haben wir hier keinen Empfang, nur Notruf. Nix. Okay. Richard. Hallo Richard. Wurdest du 1902 hier bestattet? Oder wurden Sie hier 1902 bestattet?
Genau. Kanto, Kannst du. Erinnerst du dich an das Herrenhaus, das hier einst stand? Rindfleisch, Waren Sie Zeuge bei dem Bau dieses Mausoleums? Rosi. ich kann euch sehen. Ich kann euch sehen. Wir können dich leider nicht sehen. Kannst du dich mal irgendwie bemerkbar machen mit einem Geräusch? Bärtier, BR Tier. Bär Bär. war die Nachname von diesem. Bär.